Wozu benötigen Expeditionsmobile einen Zwischenrahmen? Nun, die Fahrwerkrahmen der meisten LKWs sind nicht starr, sondern elastisch ausgelegt. Das Fahrwerk kann sich so an Unebenheiten anpassen, ohne die Traktion zu verlieren. Am Beispiel Mantoko, unterwegs auf einer Piste im namibischen Kaoko-Feld, ist zu erkennen, wie elastisch das Fahrwerk sein muss. Beim MAN L2000 beträgt die Verschränkung etwa 60 cm. Das heißt, dass eines der Räder 60 cm höher oder tiefer liegen kann, ohne dass die anderen drei den Bodenkontakt verlieren. Die Wohnkabine in sich ist starr und das muss auch so sein. Sie kann aber die im Fahrwerk wirkenden Verschränkungskräfte nicht aufnehmen. Deshalb wird ein Zwischenrahmen benötigt, der zwischen Fahrwerk und Wohnkabine ausgleicht. Er hat die Aufgabe, einerseits die Kabine vor den Verschränkungskräften zu schützen, andererseits aber dem Fahrwerk eine größtmögliche Verschränkung zu ermöglichen. Für unseren MAN wird ein Zwischenrahmen mit 4-Punkt-Lagerung gebaut. Die 4-Punkt-Lagerung wird auch Rautenlagerung genannt. Die Rautenlagerung bietet dem Fahrwerk eine größtmögliche Verschränkung. Die CAD-gestützte Stabilitätsberechnung des Zwischenrahmens gewährleistet darüber hinaus einen langjährigen, problemlosen Betrieb. Heute werden die Einzelteile des Zwischenrahmens auf das Fahrzeug aufgelegt und ausgerichtet. Alles passt. Nun werden die Einzelteile durch Punktschweißung miteinander verbunden. Noch am Fahrzeug markiert Frank Oechsner die Position der Querträger und der Tankhalterungen. Die Querträger werden in der Werkstatt für die Montage vorbereitet. Gleichzeitig wird der provisorisch zusammengeheftete Rahmen zur Weiterverarbeitung in die Werkstatt überführt. Der Zwischenrahmen ist fertiggestellt und bereit für die Verzinkerei. Bei unserem nächsten Werkstattbesuch liegt der Zwischenrahmen verzinkt bereit. Er besteht aus dem fahrzeugseitigen unteren Hilfsrahmen und dem oberen Zwischenrahmen. Dem unteren Hilfsrahmen wird der letzte Schliff verpasst. Die Buchsen für die Gummilager müssen noch ausgeschliffen werden. Mit einer Handpresse werden die Gummilager in die vorbereiteten Buchsen eingepresst. Der untere Hilfsrahmen ist nun bereit und wird problemlos auf das Fahrgestell aufgesetzt und befestigt. Inzwischen ist unser MAN aus der Lackiererei zurück. Wir sehen ihn zum ersten Mal im neuen Kleid. Als Farbe haben wir wieder das bewährte Blaugrau von Mercedes gewählt, diesmal allerdings in Seidenmatt. Auch der obere Teil des Zwischenrahmens ist nun aufgesetzt und wir warten auf die Montage der Wohnkabine. So richtig Power.